Hallo, schön, dass du zurück bist. Wir sprechen jetzt über ein ganz spannendes Thema, also ein Thema, was ich besonders spannend finde, zumindest. Wir sprechen über, was ist eigentlich Allergie? Allergien sind ja relativ häufig, irgendwie hat ja jeder eine Allergie. Aber was ist das eigentlich? Vielleicht hast du selber eine Allergie und weißt schon ein bisschen mehr darüber. Aber überleg mal in deiner Familie. Haben deine Kinder vielleicht eine Allergie, deine Eltern oder deine Großeltern? Häufig ist es nämlich so, dass Allergien familiär gehäuft auftreten. Es gibt unterschiedliche allergische Reaktionen. Also nicht nur Niesen, Schnupfen, also Nase laufen, die allergische Rhinitis gehört dazu, sondern auch allergische Konjunktivitis, dass die Augen tränen und laufen. Das allergische Asthma ist eine allergische Reaktion. Da ist die Lunge betroffen und die Schleimhaut oder die Bronchien, die ziehen sich zusammen, dass man ein sogenanntes Giemen bekommt. Also so hört sich das ungefähr an und man bekommt keine Luft und das kann auch sehr gefährlich werden. Aber auch die Haut kann allergisch reagieren. Und das ist auch sehr unterschiedlich, wie sie reagieren kann. Entweder hat man sofort aufschießende Quaddeln und es juckt am ganzen Körper. Oder die allergische Reaktion ist ein bisschen tiefer in der Haut, in der Dermis, und es kommt auch zur Schwellung. Das nennt sich dann Angioödem. Häufig ist es an den Lippen, dass man so richtig dicke Lippen bekommt. Oder auch die Zunge kann anschwellen oder der Hals, und auch das kann lebensgefährlich sein. Es gibt aber auch die verzögerten Reaktionen, wenn man zum Beispiel eine Uhr trägt und auf Nickel allergisch ist, dass man nach einer gewissen Zeit genau in dem Bereich, wo man die Uhr getragen hat, auch eine Hautrötung sieht. So, jetzt kennen wir die verschiedenen allergischen Formen. Was haben denn alle diese Formen gemeinsam? Ich hatte ja schon angesprochen, dass es in Familien gehäuft auftritt. Warum ist das so? Wenn man eine angeborene Hautbarrierestörung hat, dann bekommt man häufiger Allergien. Dann ist man ein sogenannter Atopiker. Atopiker bedeutet, man hat häufig eine angeborene Überempfindlichkeit der Haut und eine Neigung dazu, Allergien zu entwickeln.